Hi. Na? 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 Wie heißt du? Ich bin Carmen. Moin, Carmen. Na? Na? Du siehst aber nett aus. Oh, danke schön, du auch. Was machst du hier? Ja, ich guck mir dich mal so gerade so ein bisschen an. Okay. Und? Was machst du denn hier? Ich glaube, ich wollte dich so ein paar Sachen fragen. Ist das okay? Ja, das ist okay, ja. Ich bin so ein Typ für die großen Fragen, weißt du? Deswegen fange ich gleich mit einer ganz, ganz großen Frage an. Weil ich würde total gerne wissen, was für dich Freiheit bedeutet. Freiheit, ja. Also das ist auf jeden Fall eine sehr persönliche Definition. Okay. Und für mich würde ich jetzt so sagen, ist das ausleben können und entscheiden können, selbst entscheiden können. Verstehe. Ich würde auch total gerne mehr, beziehungsweise überhaupt Sachen selbst entscheiden können. Ich möchte dich gerne mal an einen Ort mitnehmen und von dir wissen, ob sich dieser Ort für dich frei anfühlt. Ist das cool? Auf jeden Fall, ja, gerne. Okay, let's go. Schau dich gerne mal um. Guck ganz nach oben, bis in die Baumwipfel. Hier und da fliegen ein paar Vögel rum. Wie geht's dir hier? Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Es ist Natur. Natur beruhigt auf jeden Fall. Und ich würde Also sagen, würdest du sagen, dass das ein Ort ist, an dem du dich frei fühlst? ja, schon. Ganz viele von meinen Freunden fühlen sich super oft einfach mal so gar nicht frei. Zum Beispiel in Zoos oder Zirkussen. Ich würde dir gerne mal ganz kurz zeigen, wie sich das für uns anfühlt, wenn wir in so welchen Institutionen gefangen sind. Ist das okay für dich? Ja, Okay. Keine Angst, ich bin bei dir. Alles gut. Okay? Dann zieh mal die Arme an und mach dich ganz dünn. Achtung. Und schau dich um. Es ist super unangenehm, oder? ja. Wollen wir wieder raus? Ja, gerne. Alles klar. Puh. Ja, so fühlt sich das an, wenn man den ganzen Tag begafft wird, Fotos von einem gemacht werden, kleine Kinder Erdnüsse nach einem schmeißen. Wann warst denn du das letzte Mal im Zoo? Das ist eine gute Frage. Weißt du gar nicht mehr? Nee. Aber das ist ja super. Das heißt, dass es Ja. schon extrem lange her sein muss, oder? Ja, ich war im Wildpark mal irgendwie letztens. Das ist jetzt Okay. schon 2 Jahre her, ja. Wie war's da? Im Wildgehege. Ja. Okay. Also es ist halt eher, also es ist nicht, man wird nicht vom Blitzgewitter bombardiert, man wird auch nicht, also ich habe keine Tiere beschmissen. Das ist gut. Und das kommt einem auf jeden Fall eher so vor, als wenn dort ein Stückchen Freiheit gegeben wird. Okay. Es ist ja auch eher natürlicher Lebensraum und keine Gitterstäbe, die Licht, also kein Licht, das blendet und Ja, das stimmt. ja. Und im Zirkus? Warst du da in letzter Zeit mal? Nein, das unterstütze ich auf keinen Fall, nein. Ah, cool. Sehr gut, sehr gut. Ja, Du, bist du ready für die zweite große Frage? ja, Ich würde von dir gerne wissen, ob du schon mal jemanden verloren hast. ja.
Magst du mir sagen, wen? Da ich schnell persönliche Bindungen eingehe, habe ich auf jeden Fall schon einige Leute verloren. Zum Beispiel, was ein Tiefschlag für mich war damals, als wir unseren Hund zurück ins Tierheim geben mussten. Oh. Ja. Warum musstet ihr den zurückbringen? Ist schon schwer, darüber zu sprechen, oder? Ja. Das war sehr persönlich, weil meine Mutter halt krank war und sie nicht mit dem Hund klargekommen ist, aber sie die Einzige war, die halt jeden Tag, den ganzen Tag zu Hause war. Verstehe. Ja. Das heißt, du bist ein sehr sensibler Mensch. Ja. Und es ist dir damals extrem schwer gefallen. Ja. Ich habe auch schon mal Tiere verloren, die mir sehr nahe gestanden haben. Ich würde dir gerne zeigen, wo ich sie verloren habe, aber ich will nicht, dass du Angst dabei hast, okay? Okay. Ich bin die ganze Zeit da. Ich habe sie hier verloren. Im Vorraum eines Schlachthauses. Und das, was du jetzt gleich hörst, sind meine Freunde und es sind echte Geräusche aus einem Schlachthof. Wollen wir raus? Ja. Du hast nicht so eine gute Nase wie ich. Und ich bin gerade ein bisschen auf deine schlechtere Nase neidisch, weil ich konnte ihr Blut riechen. Und das Schlimme ist, dass im Jahr 43 Milliarden Liter Blut in deutschen Schlachthöfen vergossen werden. Das ist so viel Blut, dass man damit fast den gesamten Bodensee füllen könnte. Wie fühlt sich das an, wenn du sowas hörst? Naja, nicht gut. Isst du Tiere? Ja. Warum glaubst du, dass du Tiere isst? Warum ich Tiere esse? Ja, weil es mir so vorgelebt und beigebracht wurde. Ich weiß nicht, ob der Mensch an sich entscheiden würde, also wenn es mir nicht vorgelebt worden würde, ob ich dann entscheiden würde, dass ich das tun würde. Ich glaube, da ist was dran. Aber weißt du, was du ganz am Anfang gesagt hast? Dass dir Freiheit total wichtig ist. Und ich glaube, du bist viel freier in deinen Entscheidungen, als du vielleicht vermutest. Meinst du kannst das unterschreiben? Na, die Entscheidung treffe ich schon selber, was ich esse, ja. Könntest du dir vorstellen, wie es sich anfühlt, seinen Hund zu essen? Ja. Ziemlich schlimm wahrscheinlich, oder? Ja. Schweine sind 3-mal intelligenter als die meisten Hunde. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, aber die meisten Schweine sind wirklich viel intelligenter als Hunde. Und ich glaube, meine Schweinefreunde haben einfach das Pech, dass man in Deutschland manche Tiere streichelt und andere isst, ne? Tja, also wird einem das auf jeden Fall gesagt, ja. Hättest du vielleicht Lust, dass du irgendwann jetzt in naher Zukunft eine freiere Entscheidung triffst
was solche Dinge angeht und vielleicht anfängst, dich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen? Stück für Stück? Tatsächlich tue ich das schon. Wirklich? Ja, klar. Erzähl mal. Naja, also mein Freund ist Koch und Okay. der hat natürlich auch schon einiges gesehen, einiges verarbeitet, hat sich dagegen entschieden, das zu tun, und zu Hause essen wir kein Fleisch. Cool. Ja, Aber es ist doch schon mal ein unglaublich guter Anfang. das ist ein super guter Anfang. Allerdings bin ich auch, dadurch, dass ich Lebensmittelunverträglichkeiten habe, habe ich nicht das, also ich persönlich möchte eigentlich nicht auf chemische Ersatzstoffe zurückgreifen. Weißt du was? Ich habe extrem gute Neuigkeiten. Du musst, um ohne tierische Produkte zu essen, auf gar keine chemischen Ersatzstoffe zurückgreifen. Ja, das wäre schön. Also wenn es nicht Mangelerscheinungen geben würde, dann Okay. Was für Mangelentscheidungen hast du? Eisen, Zink, Selen, B12? ja, korrekt. Ja. Das alles? Nee, eher so Zink und Eisen. Ah. Ich kann Eine das. pflanzliche- Ja, ja. es ist natürlich, fühle ich mich durchaus ertappt. Du brauchst dich gar nicht ertappt fühlen. Es geht gar nicht darum, dass ich recht habe und du falsch liegst, sondern es geht darum, dass wir beide uns auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Mehr möchte ich überhaupt gar nicht von dir. Außerdem bist du 4-mal größer als ich. Wenn, habe ich Angst vor dir. Okay, kann man Würde so es dir sagen. helfen, wenn ich dir vielleicht einen kleinen Brief da lasse mit so ein paar Infos? Zum Beispiel genau zu diesen Bereichen Mangelerscheinungen und wo man sich darüber informieren kann und wo man vielleicht Stück für Stück Dinge ein bisschen austesten kann, dass sie für einen selbst funktionieren, aber auch für Tiere? Ja, ich denke, für uns als zusammenlebender Haushalt ist das auf jeden Fall eine Unterstützung. Cool. Ey, dann würde ich das einfach machen. Und die Art und Weise, wie du gerade reagiert hast, als du über deinen Hund gesprochen hast, hat mir eigentlich gezeigt, dass du eine extrem sensible Person bist. Und ich glaube, dass dieser Brief dir helfen wird. Und ganz ehrlich, ich bin sicher, dass es eurem Hund trotzdem heute woanders ganz, ganz gut geht. Mach dir keine Sorgen, okay? Mach's gut. Ciao. Hopp. Tschüss.